Okay, meine lieben Freunde, lehnt euch zurück, holt euch ein kaltes oder Eisgetränk. Wir gehen auf die Retro Messe und schauen mal, was da denn so mitgenommen wird. Und vor allem für wie viel. Hey, how's it going? Good, good. What's your name? Ganz schön wenig los jetzt, ne? So der erste Eindruck. Da ist ein bisschen Platz. Vielleicht sind wir aber noch früh dran. I'm Chris. Chris. Awesome, man. Nice to meet you. I didn't meet you last year, Billy did. Yeah. That's right. I was wondering if you were going to. Okay, man muss dazu sagen, ja, um das Ganze mal so ein bisschen aufzuklären. Also er sucht so nach Kuriositäten, nach Horrorkram, selten und teuer. Und auf diesen Messen gibt es eher weniger Videospiele. Ich glaube, es gibt auch welche, aber größtenteils Comics, Merch. Ihr seht es hier sogar Sneaker haben wir hier. Dann haben wir Popfiguren und so weiter und so fort. Zum Großteil gibt es hier aber Toys, ja. Und Leute, übrigens, jeden Tag bin ich aktiv auf meinem neuen Toys-Kanal. Checkt den gerne aus. Macht mir so viel Spaß. Erster Link in der Infobox. I was like, are you sending an app to set up because you're talking about setting up? I don't think I'd want to sell here. It's like so awesome to shop at. So. You should set them early though. Oh yeah, and that's the big one, like the. Yeah, in October. Okay. $300 für das Last of Us Comic. Krass. Ist ja ein Comic, ne? Dark Horse, glaube ich. Womit hat's. Also warum sind es 300 US-Dollar? Das ist ganz schön viel. Okay. The apps will go live sometime next week. Awesome. I'll look into that one. Thanks, man. Hey, how's it going, buddy? Jetzt good. Okay. How's it going? Boah, so viele Comics. Ich bin irgendwie raus bei Comics. Es gibt geile Turtles und Batman Comics. Real Talk muss ich gestehen. Auch ein paar geile Spider-Man Comics. Ich habe auch einige hier. Aber die sind... Ja, lohnt es die jetzt zu holen? Nein, die sind nicht so wahnsinnig krass. EINE. Eerie. Wieder Horror, sag ich ja. Hier unten Gargoyles gibt es aktuell wieder im Walmart. Gremlins 2, das sind so Movie Figures. Da habe ich gerade auch Last of Us Part 2 Figuren gesehen. Ich glaube, es sind Figuren. Oh, Turtles. Ich bin auch aktuell voll im Turtles-Hype. Ohne Scheiß. Da gab es diese neue Toyline. Da habe ich auch einiges geöffnet von. Und ja, ich bin einfach wieder voll drinne. Die alten Sachen sind natürlich geil. Hier findet man Sachen selten auf Karte. Es sei denn, du gehst hier auf Toymessen oder so. Aber generell ist das hier schwierig. 70 US-Dollar. Finde ich in Ordnung. Donatello von damals auf jeden Fall so ein bisschen mein Favorite. Welcher ist euer Lieblingsturtle? Heutzutage hat sich das geändert, ja? Alter, der Aufsteller da hinten. Zu geil. Hey, what's up, man? How you doing? Hokus Pokus. How much on Godzilla back there? What's that? I'm sorry? How much on Godzilla? Godzilla, this one is 300. 300? He's missing his tab. Batman, Ninja, wie geil sieht das aus, bitte? Wie geil. Godzilla will er haben. But he's got everything else. It's the original fist. Yep. It's the last voted. $5 each? What happened? No, it's okay. It was a little worse condition. Cool. I'm gonna take it. Okay. Krass, ich glaube, er sucht nach dieser Figur. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er die schon mal gehabt, aber ohne die richtige Hand. Nagelt mich nicht fest. 2, 3. All right. Appreciate Awesome. you, man. Thanks, buddy. Yep. Have a good one. All right, you too. Star Wars. Oh mein Gott. Wrestling. Das Ding ist bei Star Wars schwierig für mich. Also ich bin damit nicht so wirklich aufgewachsen. Ich habe Star Wars Episode 1 für die PlayStation 1 unfassbar gesuchtet. Mega geiles Game. Episode 1 ist auch so mein Star Wars Grail. Ja, mit Jar Jar Binks und Darth Maul und so weiter und so fort. Aber der Rest ist nie so an mich herangetreten. Und dementsprechend habe ich da auch wenig Ahnung von den Toys und so weiter und so fort. Also
immer schwierig. Ich habe zum Beispiel gestern auf dem Flohmarkt auch 2 Figuren in OVP gefunden. Für einen 10er pro, waren von 2012. Kannte ich nicht die Figuren. Ich meine, oft ist es so, dass es auch Figuren gibt, die man nicht kennt, die halt sehr selten sind, weil man sie eben nicht kennt, weil sie irgendwie keine hohe Stückzahl haben oder so. Aber ja, da tue ich mich einfach schwer mit, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. What's up, David? How's it going, man? All right. Good to see you, my friend. Good to see you. I got something for you. Oh, yeah? I do. Oh, that is awesome. Because your video. Es sieht so cool aus mit seiner Brille, oder? Irgendwie hat er was. Sieht aus wie so ein Charakter aus einem Videospiel. Was sagt er jetzt? I shipped my artwork all over the world over the last year. Nice, nice, very cool. Very cool. That's a really cool unintended I know. effect. It's all Yeah. natural. Okay, er zeichnet und ich glaube, wir haben uns schon mal ein Video reingezogen, wo er ihn kennengelernt hat. Und jetzt sagt er, ich habe ein Geschenk für dich, weil mein Artwork durch dein Video durch die ganze Welt gegangen ist, sozusagen. Geil. Ist eine Aufmerksamkeit und es ist halt so, ne? Bei ihm, er hat halt Reichweite und dementsprechend. No, this is awesome, man. Thank you so much. Any luck here today yet? Well, I guess it just started, didn't it? So far. Yeah, I awesome. always make the loop first. Yeah. Got the nice big sign, so that definitely helps. Awesome, man. Didn't you find one of those here last year? I found one somewhere else. It was missing the fist, so now I got the fist and I can sell off the parts. There you go. So couldn't resist. Awesome, man. Thank you so much, buddy. Thank you. Recht gehabt mit der Faust. Grim Comics. Oh, nur Comics. Das wäre mir einfach ein bisschen zu deep, ein bisschen zu nerdy irgendwie. Also ich verstehe das natürlich, aber boah, nur Comics, nur Blätter, schwierig. Ich hätte auch so ein bisschen den Druck, dass ich nicht alle lesen kann. Bei Videospielen ist es für mich ein Problem, ne Leute. Ohne Flachs, ich habe viele Videospiele, viele geile Videospiele, seltene Videospiele, aber mittlerweile setzt mich das richtig unter Druck, weil ich mir denke, boah, ich bin jetzt in einem Alter, ich will die alle wieder spielen, aber ich habe die Zeit leider nicht so richtig. Steht ihr das, Scheine? Ja, also schwieriges Thema. Spielt ihr Videospiele, vor allem Retro? Also die Remakes, Remaster und so, die spiele ich ganz gerne. Ja, habe ich vor kurzem auch gespielt, aber generell, Zeit muss da sein. Excuse me. Yeah. I'm a really big fan. Oh, thanks, man. What's your name? Neil. Neil, nice to Yeah, meet you. I watch you all the Anthony. damn time. Appreciate it, Can I buddy. get a picture with you? Yeah, sure. I had to load it up and everything. Awesome, man. Keep up the good Cool. work, man. Appreciate Awesome, it. buddy. Good to meet you, man. Thank you. Ja, geil. Voll freundlich. Ey, ich hatte gestern auch so coole Begegnungen. Ich war auf dem Flohmarkt, also auf 2 eigentlich, mit meiner Perle. Wir haben so viele Leute getroffen. Unfassbar. So viele Komplimente bekommen. Also aktuell ist krass, aber ey, es macht mir sehr viel Spaß, wenn die Leute freundlich sind. Vor allem bei der Begrüßung, dann ist das immer eine super geile Sache und ich lieb's. Yeah. I owned that for a hot minute. It's a beautiful toy. Mind if I ask how much you got it for? 3. Not bad. That's awesome, man. I think I follow you on Instagram. Yeah. Awesome. What's your name? I'm Anthony. Anthony. Tim. So nice to meet you, man. Awesome work you do. I've seen Thank like you so the much. I really appreciate that. Tony Hawk stuff and the Super 7 stuff and everything. got it. Very cool, man. Okay, mal kurz anhalten. Was sind das für lose Figuren? Finde ich mittlerweile irgendwie spannend, weil man findet sie eigentlich nicht so häufig auf Karte. Also, ne, und so weiter. Aber dementsprechend muss man da, auch wenn man Figuren haben will, erstmal, ja, ich fange ja gerade an damit, die Losen holen, denke ich. Und dann macht das Sammeln auch Spaß, weil dann brauchst du eine Waffe, dann brauchst du dies, dann brauchst du jenes. Heute quatsch ich viel, ne? Ich weiß nicht warum. Here we go. $650. Face. Okay. Was? 650 oder was? 650? Oder 6,50 $? Ich glaube 650 für diese Figur. Ich sag ja, Star Wars krank, aber wenn man das sammelt, wenn man sich damit auskennt, super, ne? Stormtrooper Luke. Imperial Gunner. Yak Face. Amana Man. Hey, man. Is this your booth right here? Yes. Okay. Is there any room if I buy quite a bit of them? Yeah. I do want you to know that's repro helmet. Oh, it is, okay. On him, but I think that's the only thing that's everything else. Yeah, everything else. Okay. Go and check that out. For Yeah, sure, man. Thank you. And he's missing his blaster. Yeah, he's, again, his blaster's about 175. Right. So
Okay. Man, I don't see Yak Face very often. That was sharp. Bin mir sicher, den nimmt er mit. Ja, der hat Kohle, der Typ, und er sucht ja immer nach so seltenen Dingen. 650 für diese kleine Figur. Lecco mio! Oh mein Gott! When we priced this for PowerCon back this last summer, Yeah. I think we had it about 50, 60 under, but I know it's already like 150 over that. So Right. it's a good price where it is, but he'll still wiggle a little bit. on Okay, it. cool. I don't see this much last 17 stuff in one place We finished anywhere. ours, both me and him finished ours like 7, 8 years ago. And Oh, I'm wow. so glad I did. Yeah, oh, yeah. That was a good investment 7 years ago. I was griping about dropping like $50 on Princess Blasters. Mm-hmm. I was like, oh, I don't want to do it. And now I'm Den finde ich ein bisschen strange hier, den... Was ist das, ein Seestern? Schau mal rein. Gefühlt guckt er dich die ganze Zeit an. glad I did it. Right. Okay, let's Don't see. forget, there's just a nice little double telescoping look hanging. Is that what that is? So he's selling this for a buddy of his at Right. work, and we went up into his Warte mal, was? Wie teuer ist der? like his attic to find stuff, and like, kind of he's wanting us to help him like price some stuff. Mm-hmm. Sure. And I looked down at the ground, I looked at that, and I was like, immediately, I was like, it's a good day, dude. That's a variant that I've never even tried to find. I probably could have bought it. I probably still could buy it for half of that from him, but I'd rather him. Jeez, look at that, man. Okay, das ist bestimmt sehr selten, ja. Sowas bricht immer ab. Aber wie es aussieht, ist das Laserschwert in seinem Arm. Dann kann man es natürlich hochschieben. So I want it, but like I again, know. most of the proceeds are going to go to like their dads, like going into like assisted living. Yeah. So most of this, the pieces that are his, the handful that are his, Right. like that for sure is going to help them. So I got Man. to find it, I got to touch Yeah, it. I've never seen one in person, so I mean that's cool. that's pretty cool, honestly. And the cool. Okay, der ist anscheinend sehr teuer. Ich bin gespannt, ob er mitnimmt. Also vor allem diesen, was war das, 1300? Also, ne? You know what I mean. Thing that I got out of it is there was this little plaque, this little yellow plaque. All of his brothers and sisters, all of his brothers were really crafty. Right. This little yellow plaque, this wooden little plaque, a little string on it, and had these 4 stickers on it. And we didn't know what it was. It was just laying in the stuff, and Brandon figured it out last night because this is Okay, ich spule mal nicht vor. Ich will genau wissen, wie die verhandeln und was er jetzt zahlt. the Gentle Giant, Right. Yeah, that's cool too. the early bird. The little plaque had the early bird stickers. This is literally his early bird. Wow. It's an early bird double telescoping, which in a way is even rarer than the very few that Pretty made that neat, on a man. card. Like I get to have, he gave me the little plaque. Yeah. It hangs on that. And then the brother who's collecting. Der Punkt ist, ich glaube, er steht auf diese kleinen Star Wars Figuren. Ne? Es gibt natürlich verschiedene Größen. Es gibt diese Jumbo-Varianten, Giant-Varianten, dann gibt es diese ganz kleinen, dann gibt es diese 12 cm Varianten, ne? 6, 7 Inch. Der Punkt ist, die 12 cm Varianten finde ich auch am besten. Ja? Also ich sag mal, diese hier, vor allem hier auf einer gelben Karte, auch ziemlich nice eigentlich. Ja, ihr seht das hier. Sind so mein Fave. Ja, ich mag's, weil das ist die Größe, die ich damals auch gespielt habe mit Batman Kenner oder Toy Biz, Spider-Man und so weiter und so fort. Und deswegen gefällt mir das einfach am besten. Of this, he's since passed. Yeah. He passed kind of young, and I framed a little picture that he drew of Jawas and Dune. Right. It was just, That may be one that I'll try to let someone else get it, Yeah. and then if it's still here like in an hour, I may get it. it's awesome, man. I It is awesome, man. I've never seen it. And I can tell you unequivocally, the way we found this, we found it it had been in an attic for years. Mm-hmm. We have this is I took a picture of the thing last night. So like, not that you need authentication. Oh, no. You can look at it and know, Right. but like, those are the early bird stickers. Right. From this, we found it in an attic. Mm-hmm. Found it dirty and cleaned it up, and like it was awesome. Like Yeah. this thing. Okay, die haben das Teil halt gefunden, sauber gemacht und so weiter und so fort. Also da steckt schon Liebe drin und das will er jetzt gerade so ein bisschen erklären. Das ist ein Sammler, ne? Also klar. Gerade in Amerika gibt es viele Reseller, die das tatsächlich nur fürs Geld machen. Und da ist es natürlich schwierig bei solchen Figuren. Ich finde, bei solchen Figuren brauchst du den Smalltalk, ja, du willst wissen, wo kommt die Figur her, wo war die vorher, also Vorbesitzer und so weiter und so fort, weil wenn du so viel Geld dafür ausgibst, dann muss da eine Story hinterhängen, ne?
So ein bisschen. Ihr versteht schon, was ich meine. Also, das fände ich ein bisschen herzlos, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, das ist mein Grail, ich finde den jetzt und den Typen juckt es aber eigentlich gar nicht. Versteht ihr? Oh, das Mädel natürlich. This You has found been it the right passed way. around in collections. Like Exactly. This is just to me that this is even more special. Right. Oh yeah, yeah, for sure. It was somebody's. It was loved and cared So for. cool. And So awesome. Yeah, the yak face is clean. Where's that from? Do you know? that's That his one? collection. Is it? Okay. Well, I'd be interested to see what we would do on those two right there. These are both his. No, just the green labels are his. That's right. Yeah. So anything green is Chris. So I don't have a whole lot of. Okay, warte mal, er will nur die 2, also er lässt den teuren liegen erstmal. Ja. Ich glaube, er hat den mitgenommen. Ich will mich nicht täuschen, aber ich glaube, ich habe bei Instagram gesehen, dass er den gepostet hat. Vielleicht hat er auch von der Messe gepostet. Wiggle on that. 750 is probably my low on that. Cool. Thanks, man. I'm gonna think about the DT loop too. Hopefully someone else buys it. But You said if they don't. I really hope it's you. I mean, a lot of people look. But it's cool, man. If I did, is there any wiggle room on that one? 12 or anything? I probably not want to go much lower than 13. 13. Okay. All right. I'm gonna let 13 sink in my head for a little bit here. All right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50. Awesome, buddy. Thank you so much, man. Ah, er hat Vorsicht versucht zu verhandeln, hat auch ein bisschen Spielraum gehabt. Ich glaube, auf solchen Messen sieht man es nicht so gerne. Ja, das sind halt wirklich alles Sammler, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn er sagt, du, ich würde das Teil echt gerne haben, aber der Preis ist mir noch ein bisschen zu viel, also selbst jetzt vom eigenen Ermessen her, egal ob Marktwert oder nicht, ich will ein bisschen runtergehen und wenn das dann klappt, ist geil. Ja. Aber eigentlich verhandelt er relativ wenig. Ich muss sagen, ich persönlich bin ja auch viel unterwegs auf Flohmärkten und so weiter und so fort. Und ich handle auch immer noch. Handeln macht mir auch Spaß. Sehr viel Spaß sogar, weil ich eben damit aufgewachsen bin. Ich bin, seitdem ich, keine Ahnung, 8 bin, auf dem Flohmarkt rumgeeiert. Und ja, habe das irgendwie drinne. Und dementsprechend habe ich das aber auch irgendwann ein bisschen zurückgefahren. Und mittlerweile bin ich da, ich sag mal, ein bisschen zurückhaltender geworden. Appreciate it, man. Thank you. Awesome. What's your name? Anthony. From here or? Indiana, East Side. Yep. Awesome, guys. Thank you so much. Do you have one? That'd be cool. Yeah, sure. Right over here. I wasn't sure. Boah. Auch die Burg hier, ne? Geil. Awesome, man. Thank you so much. Nice to meet you, Chris. I watch Chris, the show all the time. awesome, man. Nice to meet you. I go to this stuff. I never see him. I'm gonna eventually see him. Buying up all the Star Wars now, man. All right, buddy. Good luck. Nice to meet you. Dropping some stuff off real fast because I don't like carrying a big bag and have everything flop around. Hä? I'm gonna go check out the other Jetzt fehlt die Fist? Das verstehe ich nicht. Er hat doch gerade einen gekauft. Ach so. side of the building, and I'm going to decide on that DT loop because that's pretty crazy. Oh mein Gott, der Batman hier. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, was er meint. Sorry. Wir gucken erstmal weiter. Du hast natürlich immer die Situation, dass du irgendwo nicht willst, dass die Figur weggekauft wird, weil wenn du dann später zu Booth gehst, also zum Stand gehst, dann siehst, dass der, was war das? Luke Skywalker, ich glaube es war ein Luke Skywalker, verkauft wurde, dann ist es ein blödes Gefühl, wenn du ihn tatsächlich haben wolltest, ja? Wenn man sich nicht entscheiden konnte direkt. Aber andererseits nimmt es natürlich auch die Entscheidung ab, das Ding zu kaufen, ist klar. Turtles. Ja, Motu habe ich einiges. Ich muss sagen, fühle ich auch immer mehr, aber ich bin auch ehrlich mit euch, fühle ich nicht so wie ihr oder der Großteil von euch. Motu gerade richtig groß. Ich kann es auch irgendwo verstehen, aber es war einfach nicht meine Zeit. Also ich habe einige Figuren auch immer wieder auf dem Flohmarkt mitgenommen, vor allem dann, wenn sie günstig waren, ist ja logisch. Aber ich glaube, irgendwann werde ich die Motu-Figuren tauschen gegen Dinge, die ich suche. Und das Magic-Spiel hier, das habe ich auch vor kurzem verkauft übrigens.
Good, how are you? Muppet Show Crash. Okay. Awesome. Thanks, sir. They're coming, I promise. Ich liebe Amis, ich liebe Amis. Do you know what toy line that is? No. What toy line is that? I recognize it. Pirates of the Galaxy. Pirates of the Galaxy, okay. Awesome. Ah, okay, ey, der sieht krass aus, ne? Müsste auch wieder 12 cm sein. Pirates of the Galaxies. Mhm. Okay. The bubble's been popped on the side. And Okay. what's missing is like a long rifle. Gotcha. But the coins in there, which is the hardest. Do you like Pikachu? Or Pretty cool. Turtles! Ja! Bebop hat immer seinen Kopf gedreht. Müsst ihr mal drauf achten. Selbst bei der neuen Toyline. That's pretty cool. Kurz mal anhalten, einmal einen Überblick verschaffen hier. Okay. Sehr viel Star Wars, ne? Sehr, sehr viel Star Wars. Ich meine, es gibt auch viel Star Wars, aber das sind so viele Kartons. Wow. Alfred E. Newman. That one? Froggy. Hey, how's it Man, going? I was just watching Anthony. you last night. Awesome, man. What's your name? Barry. Very nice to meet you, man. I came upon you once, and I started watching, and all of a sudden, I'm like, crap, he's at the Indiana garage sale. Exactly. And I'm like, we were just there. That's awesome, man. I Cool, appreciate man. that. Nice meeting you, man. Appreciate I mean, it. you too. Thank you. Yeah. Yeah, Anthony. Hey, how are you doing, man? Good, man. Enjoy your video. Awesome, man. What's your name? I'm Jamie. Jamie, nice to meet you, man. Nice to meet you. Appreciate that. Can I get a selfie? Yeah, sure, man. Cool. Awesome, dude. Thanks, man. Nice to meet you, man. Have a Thank good you. one. Nice meeting you. You too. Cool, der Gürtel. Yeah. Where is your booth at? Greenfield, Indiana. At, what's the place called? It's called J.W. Riley's, like James Wickham Riley. Okay. J.W. Riley's Emporium. Okay. Right as you walk in, turn left. I got the whole like front of the area. Okay, So, nice. Awesome. All right, take care, man. Awesome, man. Thank you. Can I get a picture with you, please? Yeah, sure. I watch a lot of your Awesome, man. What's your name? Calvin. Calvin. Gut, das ist natürlich sein Mekka, ja. Also da erkennt man ihn natürlich, weil die Leute sich eben für sowas interessieren, ist logisch. Nice to meet you, Anthony. We do a YouTube Puddle Walkers Outdoors. We fish around here. Around Oh, cool. Indiana. Awesome. I love going to yard sales and stuff. So Cool, man. Er, Junge, voll am Chillen. Er denkt sich, Junge, Daddy, was ist los mit dir? Ich will die Figuren haben, die Pokémon-Figuren. Awesome, thank you bud. so much. Nice to meet you. Awesome, man. You too. Thank you. All right, you too. All right, I'm gonna go for it. Are you? Yeah. All right. 2, 3, 4, Okay. 5, 6, 7, 8, Also hatte ich recht, er kauft den kleinen. Krass. Krass. 1,3, ja. 9, 10, 11, 12. We said 13? 13. Awesome, man. Fantastic. That's super awesome, man. Chris is going to be really happy. You just made his day, and mine as well. I'm just really glad that's going home with somebody. I'll never see another one at a toy show, so that's awesome, man. Thank you so much, bub. Very well. Boah, Alter, ab nach Hause, das reicht. Das war's dann auch, ja? Ich hatte gestern so ein Gefühl, habe ich den hier, soll ich den kurz holen, Leute, oder nicht? Warte mal, ich guck mal, ob ich den schnell finde. Ich meine, ich habe auch Figuren geholt. Ah ja. Hier auch sowas. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Jetzt seid ihr ja eh hier. Aber so habe ich mich gestern auch gefühlt. Hier zum Beispiel so wieder ein Stack einiger Figuren vom Flohmarkt halt. Und habe ich den gekauft. Ja. Und der war auch nicht so günstig, aber trotzdem ein super Zustand. Ihr seht's.
Das ist die Kingdom Hearts Variante. Mit Kingdom Hearts noch drinne. Ja. Und zum Schluss habe ich mir den noch mitgenommen. Für, was habe ich bezahlt? 80 Euro. Und das ist schon was. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt wieder 600 Euro ausgegeben. Jetzt geht's ab nach Hause. Irgendwo ist Schluss. Hey, nice. We watch the show all the time. Oh, awesome, man. What's your name? John. John. Nice to meet you. Anthony. I saw you pick up that telescope. Oh, it's crazy, man. I'm excited. You don't see those very often. No, man, I had to. So, did you design the Lost Boys ones? Yeah, I did. I did the turnarounds. It's like the front, back, side-to-side drawings that they give to the sculptor then. Right. And the sculptor builds the sculpt based off of my drawings. So cool. So I did it for those, and then the Super 7 licensed this character from me. Really? Astro Zombie, yeah. So my character and... Ach krass, er designt halt hier auch. Der Typ jetzt. Krass, für Super 7, das ist heftig. Ihr kennt diese kleinen Figürchen, ne? Das sind seine Customs und das sind lizenzierte. All right, so how much is one each of those and a David? 20 piece. Oh, 20 piece, okay. And I'm happy to sign them for you. Awesome, yeah, please do. Do you cash charge? Ah, cool. Mit Unterschrift ist natürlich mega. Cash. Okay, that works. Yeah. Okay, so Very cool, man. total. There you go, buddy. Thank you so much. Thank you. Anthony, was it? Anthony, yep. Pleasure meeting you, sir. Thank you. So we made it back to the show. Okay, kurzer Recap. Geile Sachen. Sehr teuer, aber für ihn, glaube ich, sehr nice. Vor allem jetzt auch der letzte Kauf mit der Unterschrift ist geil. Ich mag sowas, ja. Und supportet natürlich auch den Künstler oder den Artist. Showroom Geek Me Indie was spectacular as expected. No matter your budget, no matter what you were looking for, it would have been hard to go home empty-handed. I personally would say I made some pretty bold choices. I'm sure not everyone will agree with them, but in my experience, you gotta buy it when you see it. So real quick, let's take a look at everything. We'll start right here. I ran into my friend David Clark from Red Banana Art. I actually met David last year at Geek Meet. I thought his work was amazing. We've kind of kept in touch since then. I believe he's based out of Illinois, but I was super honored when he gifted me with this Orko that he drew. The detail on this thing is just outstanding. Definitely, if you have any custom artwork that you need done, feel free to reach out to David Clark. He does take commissions. Was ich jetzt noch wichtig fand, er hat am Anfang gesagt, er hat manche Entscheidungen getroffen, die viele von euch, also nicht uns, sondern seinen Zuschauern nicht getroffen hätten. Er meint, manchmal ist es so, dass du kaufen musst, wenn du es siehst. Das sehe ich genauso. Genauso wie bei dem hier. Den siehst du halt wirklich nicht oft. Und wenn du sowas sammelst, gerade Kingdom Hearts, Final Fantasy, liebe ich, dann nimm's halt mit. Und selbst wenn der Preis dann ein bisschen teurer ist, ein bisschen höher ist, dann musst du halt kurz überlegen, ist es dir das wert? Würde der Preis in Zukunft vielleicht sogar noch steigen, wenn du ihn jetzt nicht mitnimmst? Weil sich zu ärgern bringt da nichts. Natürlich muss man das Geld parat haben, aber ich würde das schon unterstreichen, wie er das sagt. Red Banana Art, thank you so much. Next up, we have 3 Super 7 reaction figures. Super 7 figures aren't necessarily something that I usually grab. I think a lot of their stuff is very cool, but the fact that it's not vintage, it's just a little out of my wheelhouse. These, however, are the work of artist Tim Barron. He's the guy that I bought him from that signed him at the top. He does amazing work. Outside of Super 7, he's done der ist sogar untouched hier oben. Work for Tony Hawk and Birdhouse and many others. I think his designs are so cool. You can check out his Instagram page and see a lot of what he does. But these two right here, the Astro Zombies, he was telling me that these are actually his design, his creation, and Super 7 actually licensed them from him. Krass. It's a really cool figure. Yeah. Obviously, I'm not going to open it, so you have to look through the plastic. A couple different variants here, and like I said, I did get them signed. And then I thought it was really cool that he did the design work for David from Lost Boys. As you may know, The Lost Boys is my favorite movie of all time. This is a really cool figure, a very cool card back, and I absolutely Sieht sehr nice aus hier. love the accessories that come with the figure. It's the infamous bottle of blood and this amazing little carton of Chinese noodles. They're only noodles, Michael. Very cool figures. So glad I was able to meet such a talented, accomplished artist. Next up, we have the 1977 Shogun Godzilla. I picked this up from my friends over at Sewer Lair Toys. As you can see, it's in pretty nice condition, except it is missing the switch that pops Godzilla's tongue out. Now, if you've Es fehlt immer irgendwas. been with the channel for a while, you'll know that last year I picked up this Godzilla from my buddy Neil, who is Okay. War also genau das, was ich sagte, ja. Er hatte den schon und tauscht jetzt ein bisschen rum.
missing the fist, and I swore that I would make it my mission to find that fist. Not a reproduction, not a 3D printed fist, an original Shogun Godzilla fist. And I have finally completed that mission. The fact that this guy's missing the switch means that I can now use this entire thing as a donor Godzilla. And just to make everything full circle and satisfying, I decided to wait till I was filming this to make the swap. So for those of you that have been following along this whole time, the Godzilla is now complete. So an original shooting fist. Ah, das ist schon cool, ne? Das ist eben auch die Quest. Das ist irgendwie der Weg, ja, von dem man immer spricht. Der Weg ist das Ziel. Und es fühlt sich dann auch wirklich gut an, das abzuschließen, das Ding. Krass, eine kostet 128. This will normally run you somewhere between $100 and $125. I paid $300 for this donor unit, and there's lots of good parts still left on it. You can take out the screws and pretty much use every single part. If you come across one that has something broken, busted, missing, we got the head, we have the firing arm, we have the other arm, we have the leg, we have the other leg, we have the tail, which is usually about a $100 part, we have the wheeled feet, we have the torso. So at the end of the day, this also kann man das Ding auseinanderschrauben und einzeln verkaufen und die Fist ist eben das teuerste. Warum? Weil die höchstwahrscheinlich am seltensten ist, weil man die abgeschossen hat. Beautiful creature will have not lived in vain. And lastly, we have the booth that I just kept going back to pretty much after every lap. I'm not sure how much of this buy made it on camera. I stopped one more time before leaving. I was going to grab one of those boxed wampas, and then I noticed this complete 12-inch Boba Fett. It's not very cheap or easy to find this guy complete. Most of the time he's missing this Wookiee braid right here, the Wookiee scalp. Just this little straight... Ja. Sehr nice. Habe ich mir schon gedacht. And a fake hair can run you a couple $100 or more. So when I noticed this thing was complete, I had to check out the price, and it was marked at $350, which honestly is a great deal. To find a really clean, complete example like this can many times cost you around $500, even without the box, much more with the box. So I honestly couldn't pass it up for $350. I was very excited to see the case that had several last 17 Also der sieht ein bisschen aus wie Meister Splinter. Oder meine Freundin. Figures, including my elusive yak face. There were several more figures in there that I Es ist unfair, über sie zu reden, wenn sie nicht da ist, oder? Unfortunately, they weren't complete. Actually, the Amana Man isn't complete either. He's missing a staff. I kind of tried to use this as a negotiating chip. It got me a little bit of money off, but at the end of the day, I basically paid $650 for this yak face. Okay, er hat halt hier einen Bundle Deal gemacht, weil er günstig den Preis noch ein bisschen ziehen wollte, ja. But like I said, it was right there. I was right there. I've been having trouble finding it. I was happy paying it just so I finally have one. Sometimes if you get lucky on an eBay auction, you can snag one for between $450 and $550, but that's a whole other level of commitment. And eventually I will find the staff for a Man as well. And finally we have the star of the show. The elusive double telescoping Luke Skywalker is not a figure I had on my list. Das ist heftig. Ich glaube, das ist schon was sehr, sehr krass. Überleg mal, für diese kleine Figur 1300. To even attempt to seek out. But when I saw it, I could not stop thinking about it. I did not know if I'd ever come across one again. So after a couple laps, I decided I had to have it. This particular saber is referred to as the circle variant, and from what I can gather, it's the earliest version of an already short-run accessory. The name refers to a very hard-to-see series of circles that run up and down the outer portion of the lightsaber itself. It was caused by the manufacturing process. Boah, du musst aufpassen, dass er nicht abbricht. Wäre zu lustig, wenn er es so hochschieben will und dann bricht es auf einmal ab. Value of this figure is almost entirely dependent on the condition of the lightsaber itself. Each millimeter of that inner filament there carries a premium, and this thing is complete, unbroken, and pretty darn straight. Not to mention very fragile, that's why I'm grabbing him by his head. The figure itself, however, does show a little bit of wear. The preservationist in me wants to keep it exactly the way it is. The investor in me kind of wants to switch it out for a nicer figure like this with an appropriate COO. As far as potential value and whether or not I should have paid what I did, that could certainly be up for debate. A graded 85 Circle variant DT Luke sold last year for almost $6,000. Now the vintage Star Wars market Gegraded, ne? is not at an all-time high currently, but a hard-to-find figure like this will always carry a premium. I'm personally feeling pretty good with the investment. That is all I got for you this time. Okay, das war also für ihn ein Investment. Ja, bin ich nicht so ganz drin, wie gesagt, Star Wars nicht so weiß, aber das ist halt Premium-Content, beziehungsweise ist eine Premium-Figur, ne? Meine lieben Freunde,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, Froggy ist cool und ansonsten sehen wir uns beim nächsten.